leider immer wieder vertrösten müssen, weil ich hoffte, dass ich meine beiden Männer vor die Kamera bekommen würde, dass auch sie ein paar Worte dazu sagen, aber das ist so gar nichts für sie. Sie fühlen sich damit überhaupt nicht wohl und so habe ich dann doch auch darauf verzichtet. Der Weg hin zu unserem Dreiergespann ist schon in einem meiner Videos enthalten, und zwar in dem, als es um Herzensmenschen und eine neue Definition von Familie geht. Zusammengefasst kann man sagen, dass uns eine langjährige Freundschaft verbunden hat, schon verbindet und wir zwischendurch, wie das Leben so spielt, immer mal auch weniger Kontakt hatten. Aber das Band der Freundschaft bestand offenbar weiterhin und so haben wir wieder mehr zueinander gefunden, als das Leben der ein oder anderen Person aus unserem Dreiergespann nicht so nett mitspielte. Aus dem natürlichen Freundschaftsimpuls heraus zu unterstützen und helfen, zur Seite stehen zu wollen, ist letztendlich sehr viel mehr geworden. Wir haben entdeckt, dass das Leben so zu dritt sehr bereichernd ist. Jeder seinen Teil dazu beiträgt und jeder auch so seinen Platz gefunden hat in unserem Dreiergespann. Wir sind in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich einander. Wir haben ganz viele ähnliche Ansichten und in den wichtigen und großen Lebensfragen sind wir uns absolut einig. Und trotzdem sind wir alle drei komplett verschieden voneinander. Wir bringen ganz eigene Persönlichkeiten und Stärken, Schwächen und lustige Eigenarten mit uns, die zusammengenommen eine sehr bunte, lebendige, schöne, aber auch fruchtbare Mischung mit sich bringen. Wir alle können uns ein Stückchen mehr zurücklehnen, weil wir wissen, alle für einen und einer für alle. Und was wie so ein leerer Spruch klingt, ist bei uns tatsächlich tagtäglich Realität. Wir bestreiten unseren Alltag zu dritt, gleichberechtigt und mit einem Selbstverständnis von Offenheit, Respekt, Achtsamkeit und Dankbarkeit, dieses Stück Lebensabschnitt miteinander bestreiten zu dürfen. Wohl wissend, dass es nicht selbstverständlich ist und für viele auch ein bisschen eigenartig anmutend ist. Aber wir fühlen uns so wohl und erfreuen uns aneinander. Spreche ich von meinem kleinen Hund, habe ich schon immer ihn als den kleinen Mann bezeichnet. Und so kann man zusammenfassen, dass ich mit 3 Männern zusammenlebe. 3 Männer und eine Minimalistin. Eine wirklich spannende Mischung, die nicht unbedingt immer nur einfach ist. Aber trotzdem ist es sehr, sehr schön, wunderschön. Und wir alle 3 genießen den Augenblick, genießen diese Phase, die Zeit, die wir zusammen verbringen, ohne uns damit belasten zu müssen, wie lange diese Zeit anhalten wird oder was irgendwann mal sein wird. Wir leben, feiern und genießen das Heute, denn das Heute ist so, wie wir es leben, für uns wunderschön. Hallo ihr Lieben. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich wie immer von euch zu hören. Erzählt mir gerne, wie es bei euch so war. Und natürlich auch, was eure Woche erheitert und verschönert hat. Wie immer freue ich mich auf den Austausch hier mit euch.
Meine Woche, meine letzte Woche war eine bessere Woche als die Wochen davor. So ganz langsam geht es wieder bergauf und ich freue mich da sehr drüber und genieße das einfach in vollen Zügen. Und da gibt es ganz viele kleine Momente, die ich gar nicht gut benennen kann und erst recht nicht gut nach außen hin erklären kann, weil das alles Momente sind, die ganz tief im Inneren stattfinden und sie nicht so gut teilbar sind. Ganz viele Momente, in denen ich merke, dass alles wieder ein bisschen so wird, wie es für mich gehört. Alles wird wieder leichter und besser und ich fühle mich besser in allen Bereichen und alles findet wieder so ein bisschen seinen Platz. Und das fühlt sich einfach super gut an. Aber das ist nicht so richtig etwas, das ich so gut mit euch teilen könnte, dass auch ihr davon was mitnehmen könnt. Also habe ich mir überlegt, was denn die Woche ansonsten reicher und schöner gemacht hat. Und da sind es tatsächlich die Ausflüge gewesen zu Orten mit Geschichte, so wie hier in dem Video. Habe ich euch ein bisschen mitgenommen. Ein altes Klostergelände mit einer sehr reichen und bewegten Geschichte. Ganz vieles dort passiert und Abriss und Wiederaufbau und eine sehr, sehr reiche Geschichte. Und das möchte ich behaupten, hat mich sehr unterstützt in der jetzigen Zeit gerade. Denn ich finde, die heutige moderne Welt, die lebt nicht mehr so. Auch das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr esoterisch oder spirituell angehaucht. Das meine ich aber gar nicht so, sondern das ist eher so ein Gefühl, wenn ich mir diese ganzen Glaskästenhäuser anschaue, die so gebaut werden. Gerade wenn man so durch Hamburg fährt, stellt man immer wieder fest, dass irgendwelche schönen Gebäude abgerissen wurden und stattdessen irgendwelche Betonklötze mit Fensterfronten oder sowas aufgebaut werden oder ganz absonderliche Gebäude, die vielleicht für die moderne Architektur sehr spannend ist, aber für mich irgendwie sich sehr tot, kalt, hart und schwingungsarm anfühlt. Fühlt sich einfach nicht schön an. Sieht nicht schön aus, finde ich. Es fühlt sich nicht schön an. Und das ist so ein bisschen wie wenn ich in einer Umgebung bin, wo viel Natur ist, viele Pflanzen, viele Naturmaterialien sind, fühle ich mich irgendwie einfach gleich wärmer und wohler. Wenn ich aber irgendwie in einem Stahlmuseum bin, würde ich mich sehr unwohl fühlen. Und so ungefähr fühle ich mich, ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so ungefähr fühle ich mich heutzutage in vielen Gegenden. Und auch in dem Haus, in dem ich wohne, das ist ein Neubau. Auch das hat keine Geschichte und keine großartige Seele, außer die Seele, die ich in dieses Haus gebracht habe. Und da fühle ich mich dann auch recht wohl. Aber auch hier ist das nicht so sehr. Auch das ist alles recht neu. Und für mich ist es dann immer wieder sehr schön, dahin zurückzugehen oder dahin zu gehen, wo noch ein bisschen Geschichte ist, wo noch alles ein bisschen lebt. Ich erzählte euch von meiner Harfe, die schon eine reiche Vergangenheit hinter sich hat und lebt und lebendig ist. Gerade weil sie schon älter ist, sie für mich so ein ganz besonders schönes Instrument ist mit einer ganz besonderen Ausstrahlung. Und so ungefähr, finde ich, ist es auch mit Gebäuden oder alten Anlagen, irgendwie Parkanlagen oder sonstiges, wo noch ein Stück Geschichte lebt und weiterleben darf und erhalten wird. Und das versuche ich im Moment immer mal aufzusuchen, solche Orte oder einzutauchen. In einer Altstadt, in der wir kürzlich waren einfach noch zwischendurch so alte Gebäude so integriert, die sie erhalten haben. Es sind dann immer nur einzelne Gebäude, aber die haben ein Stück Geschichte erzählt und mich da einzufühlen und ein Stückchen Lebendigkeit mitzunehmen. Und bei diesem Klostergebäude, bei dieser Klosteranlage fand ich das ganz besonders schön und hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn dort heute Menschen leben, einfach ganz normal zur Miete und das nicht mehr so richtig pflegen und zu schätzen wissen und nur das notwendige Übel erhalten, was sie nun aus rechtlichen Gründen erhalten müssen. Und trotzdem lebt es noch ein bisschen. Und das hat mich sehr genährt, weil ich finde, dass in unserer heutigen Welt alles viel zu kalt wird. Wir Menschen entwickeln immer mehr so eine Ellenbogenmentalität und werden immer kälter und kühler miteinander und abweisender und auch immer mehr wie Stahlbeton und Glasscheiben.
die Wärme fehlt, die Andockmöglichkeit fehlt, das Miteinander. Ich finde, daran erkranken wir gerade zur Zeit, wenn man sich auch so das Weltgeschehen mal anschaut. Und da wieder so ein bisschen den Gegenpol zu suchen, zu finden und sich in sein Leben zu holen, empfinde ich als sehr angenehm, heilsam und unterstützend, gerade auch in dieser turbulenten Zeit. Und wie immer, wenn ich mich mit solchen Dingen beschäftige, komme ich auch ganz schnell wieder dahin, zu empfinden, was das Ursprüngliche ist, zurück zu den Wurzeln. Denn auch das findet da mehr statt oder fand da früher mehr statt. Früher hat man sich eben mit anderen Dingen beschäftigt, teilweise mit viel elementareren Dingen, als wir es heute so tun. Also ein schwieriges Thema. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem irgendwie so ein bisschen was erklären können. Ansonsten schreibt mir doch gerne eure Gedanken dazu hier drunter und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Tschüss!